Herzlich willkommen. Vor mir habe ich die PANASONIC HC-VX3 und ich werde jetzt das Unboxing machen und mir diesen Camcorder einmal ganz kurz im Detail anschauen. Also fangen wir einfach direkt damit an. Was die Verpackung angeht, ist sie relativ klein. Ehrlich gesagt viel kleiner, als ich es bei einem Camcorder erwartet hätte. Aber wenn man hier reinschaut, sieht die Verpackung ein bisschen schief aus, als wäre sie nicht neu. Okay, wir werden es gleich sehen, denke ich. Wir haben hier, sieht aus wie ein Linsenadapter und dann bekommen wir den Camcorder selbst. Da haben wir es. Das ist ein ziemlich klein wirkender Camcorder. Darauf werde ich jetzt nicht weiter herumreiten. Jedenfalls gibt es noch etwas Papierkram dazu. Noch mehr Papierkram. Und ganz unten haben wir alles andere. Okay. Also haben wir ein USB-Kabel von Typ C auf Typ A. Wir haben das ist ein Micro-HD. Ein HDMI-Kabel auf einen vollwertigen HDMI-Anschluss. Das ist praktisch. Und, oh, wir haben diesen niedlichen kleinen Akku. Wow, das ist wirklich ein winziges Kerlchen. Okay. Einfach mal aufreißen. Das ist jetzt wirklich ein ziemlich enttäuschender Akku. Ich hole mal einen Akku von etwas, das ich zum Beispiel gerade hier habe. Also habe ich den Sony, welchen auch immer das ist. Woher zum Teufel soll ich das wissen? Größe. Versuchen wir das einfach mal zu sehen. Oh verdammt, ich kann die Marke nicht wirklich erkennen. Oder nicht die Marke, das Modell. Keine Ahnung, wo das steht. Aber es ist... Lass mich die beiden einfach mal nebeneinander legen, damit ich sehen kann, wie sehr sie sich in der Größe unterscheiden, denn ich glaube, der eine ist ein bisschen größer. Aber nicht viel, um ehrlich zu sein. Also, das hier ist nur ein kleines bisschen kleiner als das, was ich habe, womit ich hier gerade aufnehme. Und hier ist der Akku für dieses Gerät. Hier ist der Akku für das, was ich habe. Das ist der von Sony. Ja, das bist du und das ist der Typ, vor dem sie dir sagt, du sollst dir keine Sorgen machen. Also auf jeden Fall, was den Akku angeht, glaube ich, dass die Akkulaufzeit vielleicht nicht so toll ist, wenn man bedenkt, dass das hier ein kleiner Akku ist. Aber einfach hier reinstecken. So, da haben wir es. Man muss ein bisschen drücken und dann einrasten lassen. Der Vorteil hier ist, dass er fast gar nicht herausragt. Und warte, ich bin tatsächlich neugierig. Ist das so eine Art... Könnte ich das machen? Nein, das passt nicht. Okay. Wenn man bedenkt, dass es ungefähr gleich aussieht, ziemlich ähnlich wie das hier. Also gut, starten wir es mal. Klar. Oh Mann, das ist ziemlich langsam. Kann ich vielleicht ein bisschen schneller machen oder es gedrückt halten? Nein, gedrückt halten bringt nichts. Oh, warte, jetzt wird es ein bisschen schneller. Los geht's. Alles, was ich will, ist nach Polen zu kommen. Soweit ich weiß, könnte das hier vielleicht das Format einstellen, also PAL oder ND, was auch immer das ist. Ich kann mich wirklich nicht erinnern. Also, da haben wir es. Bob, Enter. Jetzt werde ich mir nicht die Mühe machen, die Zeit einzustellen. Was das Display angeht, ist es okay. Ich sehe ein bisschen eine leere Batterie. Das ist großartig. Aber auf einem einheitlichen Hintergrund konnte ich so etwas wie ein stärkeres Licht sehen, das von den Rändern hier und irgendwo hier kommt. Der Bildschirm ist also nicht gleichmäßig ausgeleuchtet und der Akku ist fast leer, was ich von einem Camcorder mit so einem kleinen Akku auch erwartet hätte. Mach das einfach aus. Okay. Aus irgendeinem Grund ist hier ziemlich viel Platz. Ich weiß nicht warum.
Es sieht so aus, als wäre hier Platz für irgendetwas, vielleicht einen größeren Akku oder so etwas. Aber wenn man es sich anschaut, haben wir ein 25 mm Weitwinkelobjektiv f4.12. Und dieses Ding hat einen wahnsinnigen Zoom. In einem Video, das ich mir aus Neugier dazu angesehen habe, geht der Zoom von etwa 25 mm bis ungefähr 600 mm im Grunde genommen. Und mit digitalem Zoom kann er sogar bis zu 1500 gehen, aber so viel digitaler Zoom ist natürlich nicht wirklich brauchbar. Aber hey, wenn du wirklich aus großer Entfernung nah heranzoomen willst, macht das Teil hier tatsächlich einen verdammt guten Job. Der Nachteil dabei ist allerdings, zumindest meiner Meinung nach, dass es für das, was es bietet, ein bisschen zu teuer ist. Bei mir kostet das etwa 3200, also über 3000. Lass mich mal schnell schauen, ob ich es finden kann. Ich hatte es offen. Mal sehen. Ja, es kostet 3300 und das ist vom offiziellen Store. Also ich erwähne den Preis hier, weil ich das wichtig finde. Der Vorteil hier ist, abgesehen vom Zoom, dass es 4K kann und eine integrierte Bildstabilisierung hat, was ziemlich gut ist. Was die Aufnahmequalität angeht, von dem, was ich gesehen habe, ich habe es selbst noch nicht wirklich benutzt, sah es ehrlich gesagt nicht so toll aus. Für etwas in dieser Größe und zum Beispiel im Vergleich zu dem, was ich hier gerade benutze, diese Kamera, die ich von Sony benutze, scheint viel besser zu sein. Und ich will jetzt nicht so rüberkommen wie, ja, nehmt Sony, weil sie die Besten sind, okay? Ich habe wirklich keinerlei Vorliebe für irgendeine Marke, wenn es um Kameraausrüstung geht. Also ich erwähne das, weil zum Beispiel das, was ich hier gerade benutze, scheinbar viel besser und viel schärfer aufnimmt. Und es hat im Grunde alles, was du hier auch hast und ehrlich gesagt wirkt es ein bisschen besser. Jetzt kann ich beim besten Willen nicht mehr sagen, welche Version es war, aber sie hat auf jeden Fall 4K mit 60 Bildern pro Sekunde. Es hat diesen drehbaren Ring hier, damit kannst du das ändern. Guter Akku. Und ja, ich erzähle im Grunde einfach nur das, was ich sehe, weil ich mich nicht mehr an das Modell erinnern kann. Das ist also eine Sache. Jetzt denke ich, dass beide ungefähr gleich viel kosten werden, mehr oder weniger. Aber zusätzlich hast du noch andere Optionen als nur normale Kameras, Fotokameras oder zum Beispiel solche wie die Sony ZVE-10 Mark II. Das hier ist die Mark II von Sony. Sie ist nicht viel teurer und bietet im Grunde alles, was diese hier auch kann. Oh, stimmt, nein, Entschuldigung, sie hat keine integrierte Bildstabilisierung. Das ist ein großer Nachteil. Aber was Foto- und Videoqualität angeht, ist sie kristallklar. Sie ist wirklich verdammt gut. Wenn man bedenkt, dass diese hier nicht viel günstiger ist und den Nachteil hat, deutlich sperriger zu sein, weil man sieht, es ist eine normale Art von Camcorder mit den typischen Bedienelementen, die man erwarten würde. Deshalb weiß ich nicht, ob es vielleicht besser wäre, etwas wie die Sony ZVE-10 zu nehmen, da man dort auch den zusätzlichen Vorteil hat, dass man die Objektive wechseln kann. Hier ist es so, dass man das nicht abnehmen oder so kann. Das ist hier also ein kleiner Nachteil. Also ja, abgesehen davon ist es im Grunde ein typischer Camcorder. Wir haben hier noch ein paar Extras, wenn ich herausfinde, wie man das aufmacht. Da haben wir es Befestigungspunkte, also für einen Blitz, Mikrofone oder was auch immer du hier anbringen möchtest. Da haben wir es. Hier haben wir, ich glaube, das ist unser Mikrofon, einfach ein großes Array direkt hier. Wir haben den Zoom, sieht auch nach Lautstärke aus, unseren Schalter für den Fotomodus, den Aufnahmeknopf und die beschissenste Belichtung, die ich überhaupt haben könnte. Heller machen. Wir haben hier unseren Typ C Anschluss und Mikrofoneingang. Und auf der anderen Seite unter dem Display haben wir den HDMI-Anschluss, Menütaste und ein paar andere, einfach eine allgemeine Art von Benutzeroberfläche mit dem SD-Kartenslot direkt hier. Wir haben auch Entfernen. Was soll ich entfernen? Ah, da haben wir es. Was ist das? Ich habe wirklich keine Ahnung, was das ist. Oh, sorry, nicht entfernen. Jesus, ich bin dumm. Da steht Fernbedienung.
Wow. Also wir haben anscheinend eine hybride optische Bildstabilisierung, 32-fachen Zoom und ja, das war's so ziemlich. Wir haben auch, Moment, Mikrofon Line-In. Also was zum Teufel ist, oh sorry, das war eigentlich gar kein Mikrofoneingang, das war Kopfhöreranschluss. Hier ist ein Mikrofon an so einer etwas ungünstigen Stelle, würde ich sagen. Ich bin mir nicht sicher, was besser wäre. Also wenn du das Mikrofon genau hier einsteckst, naja, erstens ist das tatsächlich ein kleiner Nachteil. Wenn du das Mikrofon genau hier einsteckst, hast du natürlich weniger Platz zum Festhalten, als wenn das Mikrofon zum Beispiel hier wäre. Ich schätze, es ist wahrscheinlich besser, dass es genau hier ist, wenn es eingesteckt ist. Du wirst keine Störungen durch das Kabel haben, das hier hinführt, während dieses hier natürlich stören würde. Wir haben einen kleinen Riemen, verstellbar, aber nicht dehnbar. Und ja, das war's eigentlich schon. Das ist alles, was es gibt. Ein ganz normaler Camcorder in Standardgröße, der, was war das, 2024 erschienen ist, glaube ich. Also um ganz ehrlich zu sein, ist hier nichts Besonderes, zumindest nicht aus meiner Sicht. Aber, wie gesagt, oder ich glaube, ich habe es gesagt, ich bin nicht wirklich so ein Kameratyp. Deshalb ist das für mich ein eher fremdes Konzept, wonach Leute bei einem Camcorder suchen würden. Persönlich würde ich nach etwas suchen, das ein bisschen kleiner ist und definitiv vielseitiger mit wahrscheinlich einem größeren Akku. Denn dieser Akku hier in der Verpackung ist relativ klein. Wahrscheinlich verkauft Panasonic auch etwas viel Größeres in dieser Art, denn wenn man es sich anschaut, ist hier Platz vorgesehen, um den Akku im Prinzip so wie bei diesem Modell zu erweitern, genau wie es das Sony-Gerät, das ich hier habe, macht. Also, man kann sich wahrscheinlich einen viel größeren Akku besorgen, der einem dann auch mehr Akkulaufzeit bietet. Aber ab Werk bekommt man diesen winzig kleinen, wirklich kleinen Akku und das ist, steht hier eigentlich drauf, was das ist? Lass uns das schnell überprüfen. Ich sehe nichts. Oh, warte, 3,5 Volt. Wow, das sind weniger als 2000 Ampere. Nicht Ampere, was rede ich da? Die Das sind 7 Wattstunden. Okay, das war's im Grunde. Eine Sache möchte ich noch erwähnen. Man kann hier wahrscheinlich Filter draufsetzen, wenn man möchte, denn wir haben hier ein Gewinde. Das Gewinde ist, da haben wir es, ein 62 mm Gewinde. Darüber hinaus lassen sich hier verschiedene Filter ganz einfach anbringen und zusätzlich haben wir hier noch dieses doch etwas seltsame und spezielle Zubehörteil, das anscheinend vollständig aus einfachem Plastik gefertigt wurde und einen recht ungewöhnlichen Eindruck macht. Da haben wir es. Jedenfalls war es das im Großen und Ganzen. Wenn euch dieses völlig uninformierte Video von jemandem, der keine Ahnung von Kameras hat, geholfen hat, vergesst nicht, auf Like zu klicken, zu abonnieren und danke fürs Zuschauen.